Der Grandland X, ja, in einem Weiß hätte ich fast gesagt, aber nein, es ist ein ja, fast Perlmutt Metallic, was die Kamera kaum wiedergeben kann. So schön ist es und wir drehen jetzt Ende März 2019 und hier sieht man so ein kleines bisschen, wie schön das schimmert. Es ist wie eine Perle schimmert es. Also ein ganz, ganz edles Design mit einem schwarzen, abgehobenen Dach. Ich gehe noch einmal kurz drum herum, bevor wir uns an den Max Vollmar wenden, der hier gerade neben mir steht. 235er Reifen, ein Traum in Perlmutt und Schwarz. Hier ist er frisch durch die Waschanlage gefahren, denn es ist eine kleine Baustelle vor der Tür. Wir haben ihn wirklich so gemacht, dass er auch toll aussieht. Es ist ein Turbo-Benziner mit richtig viel Leistung. Dazu werden wir gleich ein bisschen mehr erfahren. Und ja, es ist eins der meistverkauften Autos im Moment bei Opel. Ja, stimmt das? Hallo Sven, grüß dich. Ja, also der Grandland X ist einer unserer Topseller und jetzt hier endlich mit dem neuen 180 PS Benziner verfügbar. Ja, stell dich mal kurz vor, du bist Max Vollmar. Max Vollmar, genau, und ich bin hier in Saarbrücken im Haupthaus an der Mainzer Straße. Ja, ihr verkauft wirklich viele Autos. Wir haben also eben mal durchgerechnet, allein vom Opel Adam habt ihr über 1000 Stück verkauft. Ja, vom Opel Adam haben wir über jetzt die 7 Jahre, wo er neu bestellbar war, haben wir weit über 1000 Fahrzeuge verkauft. Das heißt, ihr lebt wirklich die Marke Opel. Nicht nur Opel, ihr habt noch mehr Marken, muss man dazu sagen. Also ihr habt unter anderem Volkswagen, ihr habt Audi, ihr habt Suzuki, also ganz, ganz viele Marken. Was fehlt noch? Toyota. Toyota und wichtig, wir haben noch einen Standort mit Hyundai. Mit Hyundai. So, da ist es. Aber ich glaube nicht im Saarland, oder? Nee, das sind im Saarland. Wir sind in Heidelberg mit Hyundai und Opel dort parallel vertreten. Ja, aber Hauptniederlassung ist hier und da ist er jetzt. Ja, als der PSA-Konzern euch dieses Auto geschenkt hat, ja, da hast du geschrien vor Glück. Ganz wichtig, das Fahrzeug. Also wir hatten zwar einen großen Geländewagen, es war noch ein Geländewagen, den konnte man noch nicht SUV nennen. Und die Kunden haben uns immer darauf angesprochen, ja, bringt doch was Größeres. Und jetzt haben wir endlich den großen und der Name Grandland X ist halt Programm. Das ist unser größtes SUV. Ja, was ganz Besonderes, ihr seid gut lieferfähig. Also es gibt das Fahrzeug ja, ich sag mal, im PSA-Konzern unter vielen Namen. Und die Lieferfähigkeit, also das Fahrzeug ist sehr, sehr gefragt, muss man sagen. Ja, ihr habt welche. Gerade wie er jetzt hier steht, der Grandland X, insbesondere in dieser Ausführung hier Ultimate mit dem 180 PS Motor, hat halt eine relativ lange Lieferzeit, bis zu 6 Monaten. Und wir haben diese Fahrzeuge direkt vor Ort und lieferbar. So ist es ja. Wir schauen uns mal kurz das Auto von außen an, dann gehen wir nochmal auf die Verbrauchswerte zu sprechen. Erstmal komplett mal einmal drumherum gehen. Ja, ihr habt sogar Turbo hinten drauf geschrieben. Das ist ein Turbo-Benziner. Er ist sehr sparsam. Auf die Werte werden wir gleich mal eingehen. Turbo heute, ich sag mal, Abgas ist das Thema, oder? CO2? Genau, CO2 ist das Thema. Ist ein 1.6er Turbo mit 180 PS und hier in der Variante jetzt gekoppelt mit einer wirklich sparsamen, aber auch spritzigen 8-Gang-Automatik. Ja, da ist er. Ja, das Ganze wird mit einer 8-Gang-Wandlerautomatik ausgerüstet. Aber die Wandlerautomatik hat natürlich gerade im Anhängerbetrieb einen quasi verschleißfreien Betrieb. Es gibt keine Kupplung. Es gibt keine Kupplung. Es ist eine klassische Wandlerautomatik und die ist ausgereift und jetzt hier sogar mit 8 Gängen. Die Schaltzeiten, die sind so kurz, dass man gegenüber einem Doppelschaltgetriebe kaum einen Unterschied merkt. Also wie das früher so war, so also es wird praktisch hin und her gejuckelt, gewackelt und so weiter, das gibt es nicht mehr. Korrekt, also da sind gar keine Schaltzeiten großartig mehr spürbar. Oftmals muss man einfach in den Bordcomputer vorne reinschauen, um überhaupt rauszufinden, in welcher Stufe befindet sich jetzt die Automatik. So, ich zeige mal kurz die Verbrauchswerte. 5,8 Liter kombiniert, steht zumindest hier, und wir haben eine CO2-Effizienz von B. Also die Felgen haben wir schon gesagt, der kommt sportlich daher, er ist ja auch voll ausgestattet und wir machen mal hinten auf. Das Ganze natürlich motorgesteuert. Gut, er ist voll ausgestattet. Ja, hier in der Ausstattungsvariante Ultimate ist das Fahrzeug jetzt voll ausgestattet. Dann versteht sich eine elektrische Heckklappe von selbst mittlerweile. Ja, das Ganze ist auch fernentriegelbar. Das heißt, ich kann also hier hinten das Umklappen sogar vom Innenraum machen. Ganz bequem, zeig mal. Genau, ist ganz einfach. Man kann hier an einem Griff ziehen und dann fällt die Rückbank nach vorne. Die Kopfstütze muss natürlich runtergefahren sein und dann kriegt man eine Ebene hin. Ist ja auch komplett. Das werden wir auch jetzt mal tun, dass wir das mal zeigen von der einen Seite. So, genau, die Kopfstütze war im Weg. Typischer Vorführeffekt. Wenn die drin ist, fällt es auch komplett runter. Das Besondere dabei ist, ich kann es 2/3, 1/3 und habe noch eine Skidurchreiche mit dabei. Und ich kann jetzt hier diesen Boden so machen, dass es komplett eben wird, gell? Genau, also man kann auswählen, entweder mehr Volumen im Alltag, indem dieser
Gepäckraumboden in der unteren Stellung ist, oder man macht es eine Stufe hoch und dann ist für zu beladen auch ohne irgendwie eine Stufe, ohne eine Lücke, ist es komplett eben. Ich habe eine ganz leichte Kante, habe ich hier vorne, aber die hat einen riesen Vorteil. Zum Beispiel am Berg, es kann doch nichts rausrollen. Ja, am Berg, damit halt leichte Gegenstände nicht aus dem Kofferraum rausrollen, dadurch, dass man die Heckklappe dann elektrisch öffnet. So, hier hinten habe ich eine 12 Volt Steckdose. Was könnte die für einen Sinn haben? Oh, für eine Kühlbox, wenn man zum Beispiel einkaufen geht oder im Urlaub für Kamera-Equipment zu laden. Richtig, so, wenn du mal so lieb bist, mal hochmachst, wir gucken mal rein, so ein kleines bisschen. Denn ich habe selbst hier unten drunter, neben dem Subwoofer auf der linken Seite nochmal so Platz, hier kann ich Kleinmaterial reinmachen. Also ich kann hier fast einen kleinen Einkauf nochmal reinmachen. Also Dinge, die normalerweise hinten rumfliegen würden. Genau, also das Fahrzeug hier ist jetzt mit einem Soundsystem ausgestattet, dann ist halt dort der Subwoofer verbaut. Man kann rechts und links den Stauraum noch nutzen und wenn der nicht verbaut ist, hat man dann halt noch umso mehr Platz drin. So, das Pannenschutzsystem, das bläst das auf, das hat so eine kleine Flüssigkeit mit drin, das ist sehr ausgereift mittlerweile. Ja, Ersatzreifen hat im Prinzip ausgedient. Ganz viele Kunden wünschen das. Es ist ein Reifenreparaturset drin. Ist im Prinzip selbsterklärend und ist eine saubere Lösung und man muss keine schweren Schrauben aufdrehen. Ja, das Ganze ist auch drin beschrieben. Sollte es jemals passieren, man schließt es einfach nur an. Da ist ein langes Kabel dran, schließt dann 12 Volt an, er bläst das auf. Dann wird das Reifen, die Spezialflüssigkeit wird eingeblasen, man fährt ein bisschen und bläst nochmal auf. Ja, ist im Prinzip ein selbsterklärendes System, weil alle Anschlüsse gehen nur an den jeweiligen passenden dran. 12 Volt Anschluss und dann ist eine Kartusche mit einem Reifendichtmittel dabei und dann bläst der Reifen sich gleichzeitig auf und dichtet sich ab. Ja, und dann kann man zur Werkstatt fahren, den Reifen mal richtig reparieren lassen. So sieht es aus. Ja, wir steigen mal ein. Und ja, bevor wir einsteigen, noch einmal kurz den Test. Ach, die geht auch zu elektrisch. Genau, geht auf und zu elektrisch über die Fernbedienung. Hat eine Rückfahrkamera? Eine Rückfahrkamera, hat eine Kamera im vorderen Bereich verbaut, sodass eine 360-Grad-Kamera im Prinzip daraus entsteht. Das schauen wir uns gleich mal an, live. So, wenn du mal kurz hinten einsteigst, jetzt machen wir den Sitz noch mal gerade zurück. Du bist 1,78 Meter, stimmt das? Genau, 1,78 groß. So, und wieder mal der berühmte, oh, guck mal da, ein Schiebedach. Panoramadach, kein Schiebedach, aber Panoramadach. Kein Schiebedach, ein Panoramadach. Ich kann rausgucken, das kann ich auch zumachen, gell, wenn die Sonne zusagt. Ja, das kann man durch ein elektrisches Rollo auch verdunkeln, damit die Sonne nicht so reindrückt. Sitz ist auf dich eingestellt, du hast den Wagen hier reingefahren, also man hat jede Menge Platz, wie ich jetzt hier sehe. Genau, also Sitz ist eingestellt auf mich und USB und Sitzheizung ist auch in diesem Fahrzeug auf der Rückbank verfügbar. Ja, das Ganze in Lederausstattung komplett. Komplett Lederausstattung, beheizt und belüftet. Ja, großes Kino, oder? Ja, es bleiben keine Wünsche offen. Ja, genau. Wenn du mal kurz hier mal zeigst, wir haben ein Rollo mit eingebaut. Genau, das Fahrzeug hat ja noch eine Wärmeschutzverglasung und zusätzlich gibt es auch noch einen Sonnenschutzrollo. Das ist halt super angenehm, wenn man mit kleinen Kindern fährt, dass die Sonne nicht ins Gesicht scheint. In der Tür Leder. Auch in der Tür Leder mit der Ziernaht, ist komplett bis ins Detail abgestimmt. Ja, sieht richtig schick aus. Ja, wir steigen mal ein und dann schauen wir uns das Auto mal von innen an, wie es sich denn anfühlt. Wie ein kleiner Handschuh. Oh, das ist aber nett von dir. Tja, Meine Frau macht das nie. So, nee, ich mach's bei meiner Frau. Hier vorne sieht man auch die Einstiegsleiste. Da ist Opel mit drin. Hier vorne ein paar Features und so sieht der Sitz aus. Der Sitz ist natürlich auch belüftet. Der Sitz ist belüftet, da es ja ein schwarzes Leder ist, damit es bei wärmeren Temperaturen nicht unangenehm ist. Die Luft wird auch abgesaugt? Die Luft wird abgesaugt. Das ist keine kalte Luftströmung, sondern es zieht einfach die warme Luft aus dem Sitz raus. Ja, was auch ziemlich interessant ist, der hat vorne Isofix. Das ist ja krass, habe ich noch nie gesehen. Ja, der hat auf dem Beifahrersitz hat er Isofix. Für den Fahrersitz ist noch ein bisschen zu früh zu diesem Zeitpunkt und ist halt super praktisch, weil man hat das Kind immer bei sich. Ist übrigens ein Trugschluss, man darf kleine Kinder in einem Spezialsitz auch vorne transportieren, ohne Probleme. Also die müssen nicht hinten sein. Nee, das zeigt dieses Fahrzeug hier, ist völlig zugelassen. Ich guck mal gerade hier vorne, da guckt so was raus an dem Sitz. Was ist denn das, die Nase da? Das ist die Betätigung für die Sitzflächenverlängerung. Okay. Man kann hier den Griff ziehen und dann kann das jede Körpergröße auf sich perfekt anpassen. Übrigens, wer es nicht hat, der weiß, dass es braucht. Also gerade längere Leute, die sind unglaublich froh, dass es haben, weil irgendwie sind die Beine so halb in der Luft immer, oder? Ja, es unterstützt unheimlich und halt gerade wenn man weitere Strecken fährt, ist das eine sehr angenehme Geschichte. Das da vorne Sitzneigung? Was ist das da? Das für die Sitzneigung, die ist auch elektrisch gesteuert. Ja, Zündschlüssel nicht drin. Genau, geht nur, wenn Zündschlüssel drin ist. Und hier über diese Steuerung kann man noch verschiedene Polster an die Wirbelsäule anpassen. Ja, wenn du mal so lieb bist, mal den Sitz mal ganz zurück machst für mich, dann kann ich besser filmen.
Machen wir mal gerade. Er ist komplett zurück. Super. Ich zeige nochmal gerade auch hier innen mit dem Leder Denon Soundsystem. Genau, es ist ein Denon Soundsystem verbaut mit dem Subwoofer, den wir vorhin schon gesehen haben. Ja, und auch hier passt eine ganze Flasche rein. Theoretisch. Passt eine Flasche rein und in der Nacht gibt es noch einen schönen Nebeneffekt. Dort ist auch noch eine ambiente Beleuchtung verbaut. Ja, das habe ich schon mal gesehen, aber das können wir leider heute nicht zeigen, denn es ist ultra hell hier drin. So, ich schneide mich mal an und dann kommt der Max gleich mal rein. Wir haben ein Automatikgetriebe. Die meisten Autos hier laufen mit Automatik, nehme ich an, ne? Ja, weil es einfach mittlerweile sehr gefragt ist. Deswegen schauen wir, dass wir immer Automatikfahrzeuge verfügbar haben. Wenn du mal so lieb bist, die Klappe nochmal aufmachst, ich zeige nämlich mal gerade was. Ist das so ein Ladesystem, wo ich das drahtlos laden kann? Genau, das Fahrzeug hat ein kontaktloses Ladesystem Für das Mobiltelefon. Ja. Genau, ja. Warte, ich zeige es nochmal gerade. Das heißt, ich lege es einfach nur rein und es wird dann aufgeladen. Genau, Voraussetzung ist natürlich ein Smartphone, was das Ganze unterstützt, aber dann kann man es einfach reinlegen und laden. Die neueren haben das alle, meins auch. Also ich habe einen Google Pixel 3 XL, aber ich glaube ab iPhone 8 oder so ist das alles mit drin. QI heißt der, glaube ich, oder? Korrekt, richtig. So, und da haben wir auch schon direkt, das ist zum Beispiel so Kleinigkeiten. Der Rückspiegel ist automatisch abblenden. Der Rückspiegel ist automatisch abblendbar und oben drüber hat man auch Anzeigen, ob auch alle Sitzflächen dann, die belegt sind, auch angeschnallt sind. So, dann habe ich so Dinger. Da habe ich dieses Rollo, das kann ich auf und zu machen. Das heißt, also ich zeige euch mal das Panoramadach. Das ist schon ultra krass. Aber jetzt merkt man schon jetzt im März, dass die Betätigung, wenn du es mal zumachst, ganz sinnvoll ist. Warte, aber wir werden es auf jeden Fall auflassen, haben wir ein bisschen mehr Licht hier drin gleich, aber es fährt automatisch zu. Das heißt, wenn sich einer von den kleinen Knirpsen da hinten beschwert, es ist zu hell, man kann es einfach zumachen, dann ist die Sonne weg. Und es ist sehr effizient, also muss ich sagen. Aber es ist nicht dunkel. Es ist nicht dunkel, also das angenehme Raumgefühl, das bleibt, weil das Rollo doch schon noch lichtdurchlässig ist. Ja, jetzt scheint die Sonne gerade volle Lotte hier rein und trotzdem habe ich wir sollten das einfach mal zulassen. Dann schauen wir mal gerade. Also das wäre jetzt so der Blick von hinten, wenn die Mama oder der Papa nach hinten guckt. Krass ist dieses kleine Fensterchen da hinten. Guck mal. Ja, das ist damit der tote Winkel im Prinzip ein klein bisschen minimiert wird. So, und das heißt, ich habe hinten auch Leder-Kopfstützen mit drin. Hier ist die Durchreiche mit denen. Die Durchreiche, wenn ich hier runterklappe, habe ich auch eine Armauflage. Ist eine Armauflage und gleichzeitig halt ja, eine Durchreiche für Skier etc. So, ich gucke mal gerade hier vorne. Das Soundsystem hat ein riesen Display, das ist heute Standard. Das Ganze ist kapazitiv. Ich muss also nicht feste drücken, sondern der erkennt mich. Genau, der kennt das, man muss nicht fest drücken. Trotzdem gibt es unten noch Schnellwahltasten für direkte Bedienung. Ansonsten ist es per Touchscreen steuerbar. Liebe Fernsehzuschauer, wenn Sie das jetzt sehen und es flackert im Original überhaupt nicht. Das liegt daran, dass im Moment so hell ist und meine Kamera im Moment auf eine hohe Belichtungsfrequenz geht. Und deswegen flackert es. Also es ist absolut, hier flackert gar nichts, richtig? Hier flackert gar nichts und ist absolut schnell bedienbar das Ganze. So, dann haben wir die wichtigsten Knöpfe, die sind hier unten. Das heißt, ich habe also direkt auch alles im Griff, muss also keine Untermenüs besuchen. Ja, also die komplette Klimaeinheit, alles was bei dem Auto mit Heizung und Klima zu tun hat, ist hier verbaut. Wir haben die Sitzlüftung, Sitzheizung, wir haben die Heckscheibenheizung und eine beheizbare Frontscheibe. Gut, wir starten einfach mal und dann fahren wir mal. Du hast einen Gang eingelegt? Genau, wir sind jetzt ganz normal in der Dauerfahrstellung. Die Parkbremse löst sich auch bei diesem Fahrzeug automatisch. Und dann fahren wir mal los. So, hier ist die Parkbremse, das heißt, die könnte ich auch manuell. Er hat aber auch eine Berganfahrhilfe? Genau, also jetzt unabhängig, ob das Fahrzeug mit einer Automatik oder mit einem Schaltgetriebe ausgestattet ist, hat der Grandland X immer eine Berganfahrhilfe drin. So, du bist schon wie viele Jahre bei Opel? Ich bin jetzt seit 9 Jahren bei Opel und von Anfang an immer bei Opel Deschend. Ja, Opel ist wieder in der Gewinnzone. Ich habe es gelesen in der Presse. Seit, ich glaube, 20 Jahren das erste Mal wieder. Ist das nicht toll zu hören? Das ist absolut eine tolle Nachricht. Nach über 20 Jahren innerhalb von einem Jahr neuer Mutterkonzern so einen Turnaround zu schaffen, denke ich, kann sich die komplette Belegschaft im Werk und an der Front im Autohaus auf die Schulter klopfen. Du hast dich selber gefreut? Absolut. Ganz wichtiger Zeitpunkt, dass das jetzt gekommen ist. Neue Modelle und gleichzeitig schwarze Zahlen. Ja, als du gefahren bist, so die Start-Stopp-Automatik hat zugelangt, Motor ist aus? Motor ist aus und sobald wir dann gleich von der Bremse runtergehen, wenn die Ampel nochmal grün wird, springt der Motor automatisch an. Anfang hat es die Leute genervt, man gewöhnt sich unglaublich schnell dran, oder? Am Anfang, die Kunden haben immer gesagt, ich schalte es aus und wenn man es dann
eine Zeit lang genutzt hat, dann ist es so selbstverständlich wie den Blinker zu setzen. Ich denke, wenn alle Fahrzeuge der ganzen Welt, die Diesel oder Benzin haben, die Funktionen nutzen, weil man sagt, ja, das ist ja nicht so viel, das ist mal kurz eine Ampel oder so. Aber ich glaube, das summiert sich im Laufe der Zeit, oder? Es summiert sich und vor allen Dingen, die meisten fahren einfach in der Stadt, im urbanen Umfeld und dort macht sich dann richtig bemerkbar. So, wir sind an der Ostspange in Saarbrücken. Das ist die Eisenbahnbrücke, eine ganz wichtige Brücke hier. Und wir fahren jetzt gleich auf die Ostspangenbrücke zu. Ihr habt hier den Burger King, den kennen viele hier in Saarbrücken in der Ostspange, aber auch ganz neu den Möbel Martin, den erwähne ich immer sehr gerne, weil er ein ganz neuer Ankerpunkt ist, eine extreme Erweiterung für die Ostspange, oder? Absolut. Also Möbel Martin ist ein Gewinn für das ganze Viertel hier. Die Unternehmen hier haben schon in den letzten Jahren unheimlich viel investiert, sich für die Zukunft gerüstet. Und mit Möbel Martin kommt jetzt ein weiteres großes Unternehmen dazu, was den ganzen Stadtteil hier aufleben lässt. Ja, ihr müsst da einfach nur ein bisschen weiterfahren. Also von der Ostspangenbrücke bitte nicht abfahren bei Möbel Martin, sondern fahrt einfach geradeaus zu Obeldechend. Ja, bietet sich ja an. Zuerst zu Obeldechend und danach dann zu den Unternehmen, die hier so im Umfeld liegen. Also einfach dran vorbeifahren, ein paar hundert Meter weiter, linke Seite findet man uns. So, DAB Plus Radio ist eingebaut. Du hörst gerne Sunshine Live. Du hast es gleich eingestellt. Wenn du mal so lieb bist, mal umschaltet aufs Radio. Dass wir das mal haben. So, Audio. Da steht es auch direkt mit drin. Und DAB Plus, du nutzt es schon sehr, sehr lange. Ganz tolles System. Hat überhaupt kein Rauschen mehr, gell? Ja, DAB Plus ist eine ganz feine Geschichte, kein Rauschen und halt der große Vorteil, dass man seinen Wunschradiosender, der jetzt ganz normal über analogen Empfang im Saarland nicht ausgestrahlt wird, kann man jetzt halt überall empfangen. Aber auch die anderen Radios, die hört man sogar vollkommen rauschfrei über unglaublich lange Zeit. Man kann den Wunschradiosender sogar deutschlandweit hören, ohne Unterbrechung von Garmisch-Partenkirchen bis nach Flensburg. Genau, weil das System, das ist immer, sucht immer die optimale Frequenz und man kann seinen Sender deutschlandweit hören. So ist es zumindest nicht SA1, aber Sunshine Live zum Beispiel, so ist es. SA1 auch mittlerweile, also SA1 ist genauso im DAB Plus mit vertreten wie Sunshine Live. Wird aber nur im Saarland ausgestrahlt, SA1 muss man sagen. Aber Sunshine Live geht, glaube ich, sogar bundesweit, ja? Also da Sunshine Live bei mir immer programmiert ist und ich auch in ganz Deutschland unterwegs bin, ist mir jetzt noch nichts aufgefallen. Er geht einfach. Geht immer, funktioniert immer. DAB Plus, neues System. Also wer es nicht kennt, informiert euch, DAB Plus ist eingebaut, gibt es seit fast 20 Jahren, kommt immer mehr und mehr. Aber ein ganz wichtiger Faktor ist natürlich die Navigation. Ganz viele Leute machen die Navigation übers Handy, über Google Maps. Die Navigation, die hier drin ist auch sehr gut. Die ist sehr gut und das Schöne ist, bei uns kann man es aussuchen. Also man kann auf die fest installierte Navigationssoftware vom Fahrzeug zurückgreifen oder koppelt es dann mit Android Auto, Google Maps und kann dann auf diese Software zurückgreifen. Kann beides machen. Also wenn ich Google Maps mag, schließe es einfach an, kann ich es benutzen. Ich könnte auch hier eine Handyhalterung reinmachen und das Handy wieder weiter benutzen für Navigation. Ja, korrekt. Also man hat ganz viele Wege mittlerweile und das ist einfach das Schöne. Die Zukunft hat mittlerweile Einzug gehalten in die Fahrzeuge. So, wir haben ein Multifunktionslenkrad. Wenn du mal auf der rechten Seite anfängst. Also Multifunktionslenkrad, hier haben wir die wichtigen Funktionen wie Telefon annehmen, auflegen, Infotainment-System laut leise, die Quelle auswählen, ob wir über Bluetooth Musik hören oder über ein USB oder das normale Radio. Und auf der linken Seite sind die Fahrassistenzsysteme am Lenkrad belegt. Zum Beispiel den Abstandsradar, kann man hier verschiedene Abstände einstellen, den Tempomat und da, wo es hingehört, ist natürlich auch noch die Lenkradheizung. Ich habe in der Mitte ein großes Display, ich habe 2 Rundinstrumente analog, das ist auch gut so. Ja, der Opel-Kunde wünscht das, einfach klassische Rundinstrumente und deswegen wird es weiterhin so verbaut. Genau, und da gibt es auch kleine Unterschiede, muss man sagen. Also es ist so, dass es im PSA-Konzern nicht alle Autos gleich sind, sondern es wird schon Rücksicht genommen auf die jeweilige Automarke. Was sind das für Kunden, was haben die für Wünsche? Also im Prinzip sind alle Fahrzeuge unterschiedlich. Es wird einfach die Technik unter der Hülle wird bei allen genutzt. Trotzdem hat jede Marke und hier Opel ihr typisches Markendesign. Und deswegen ist bei Opel halt auch weiterhin ein klassischer Tarot verbaut, weil der einfach so gefragt ist. Verstanden. Siehst du mal, selbst ich verstehe Sachen. Das ist so. Ja, wir kommen mal auf die Fahrerassistenzsysteme. Jetzt sind wir gerade am Fahren. Hier, wir sind gerade in Güdingen und fahren jetzt mal nach Frankreich rein. Und du folgst einfach mal dem vorderen Auto. Was würdest du tun? Also wir folgen dem vorderen Fahrzeug. Das Fahrzeug hier ist verbaut auch mit einem Abstandsradar. Wir können den Radar in mehreren Abständen einstellen.
und können dann unter anderem mit einem Spurhalteassistent arbeiten und uns damit ziehen lassen. Das heißt, wir schalten einmal den Tempomat ein und können dann verschiedene Abstände einstellen. Jetzt stockt vorne dran der Verkehr, dann geht es nicht, dann zieht er sich nicht mit, weil er dann zu langsam ist. Aber wenn wir jetzt nochmal losfahren, können wir den Abstand einstellen. Ja, jetzt ist der Abstand. Sieht man hier nah bedeutet immer mindestens das, was der Gesetzgeber vorschreibt, oder weit, dann hat man halt den weitesten Abstand. Ich kann nicht näher ran. Nee, also das nah ist immer das, was der Gesetzgeber fordert, dass man nie den gesetzlichen Abstand unterschreitet. Okay, verstanden. Das verstehe ich. So, das heißt, der folgt dem automatisch und der Spurhalteassistent, der sagt nicht nur, hey, du kommst von der Spur ab, der lenkt auch mit. Genau, wenn der merkt, dass man nicht aktiv am Lenkrad ist, und dann lenkt er leicht gegen. So, die Sitzposition SUV, das ist ja ein bisschen aufgeweicht, sage ich jetzt mal. Also wenn man das so kennt, ist ja heutzutage alles, was eine leicht höhere Sitzposition hat, ist schon SUV. Was macht einen guten SUV aus? Ja, einen guten SUV macht vor allem Dingen die gute Rundumsicht aus, dass man halt erhöht sitzt und alles super sieht und halt, dass man sehr rückenschonend und entspannt einsteigen kann, was aber auch jungen Leuten wie uns gut gefällt. Naja, ich bin jetzt 50, aber du bist 28 oder was? 27? Genau, 28. 28. Ich lasse das Jungen mal durchgehen bei mir, aber der... So, es hat nämlich einige Systeme. Es erkennt automatisch, ob jemand vor mir ist, auf den ich mich annähere und stoppt für den Fall, dass irgendwas auf der Autobahn ist. Ja, also es ist ein Kollisionswarner drin und dann dieser Abstandsradar, und das ist halt eine ganz feine Sache. In Kombination mit der Automatik kann man halt fahren, und es wird immer der eingestellte Abstand zum Vordermann eingehalten. Ziemlich praktisch. Sollte jetzt ein Gegenstand auf der Straße sein, den ich jetzt übersehen habe, weil ich zum Beispiel gerade WhatsApp gucke, was ich ja nicht darf, ja, was aber keiner macht grundsätzlich, ja, stoppt automatisch? Also er stoppt automatisch bei Fahrzeugen vorne dran, bei Fahrradfahrern und bei Fußgängern. Andere Gegenstände wie jetzt ein Baumstamm oder so kann natürlich so ein System, was radarbasiert ist, im Moment noch nicht erfassen. Okay, das heißt, wenn ich jetzt gegen die Mauer fahre, dann fährt er gegen die Mauer. Genau. So, aber wenn ich ein Auto habe, das zum Beispiel vor mir, ich bin jetzt kurz unaufmerksam, das Kind hat sich übergeben hinten oder irgendwas passiert, ich muss mich umkippen, es passiert halt mal, er würde bremsen. Genau dafür ist es da. Er bremst, und wenn er auf ein Auto aufläuft, und dann hat man die Unterstützung. Ja, er fährt gut? Er fährt gut, er fährt vor allen Dingen sehr komfortabel, aber gleichzeitig unheimlich direkt von der Lenkung. Trotz dass ein SUV an sich ja den Schwerpunkt eher höher angesiedelt hat, ist er trotzdem sehr direkt zu fahren. So, wir fahren mal kurz den Berg hier hoch, denn ich habe eine kleine Prüfung für dich. So, der ist nämlich ziemlich steil, wie du siehst. Und ja, wenn jetzt hier Schnee käme, hat er da ein spezielles Fahrprogramm, also was wir umschalten können? Also dieses Fahrzeug, was wir jetzt hier selbst fahren, hat so ein Programm nicht drin, aber ist bei dem Fahrzeug optional ab Werk bestellbar, sodass man die Fahrmodi auf den Untergrund einstellen kann. Schnee, Matsch, Sand, kann man dann perfekt abstimmen. Genau, wenn du kurz anhältst, dann zeigen wir mal was. So, du machst jetzt gar nichts. Was passiert? Ja, das Fahrzeug hält den Bremsdruck zum einen, also jetzt unabhängig von Automatik oder Schaltgetriebe, hält das Fahrzeug 3 Sekunden den Bremsdruck, sodass man in Ruhe von der Bremse rüber aufs Gaspedal gehen kann. So, das heißt, du bist jetzt, wenn du jetzt einfach loslässt, was passiert dann? Das Auto hält den Druck. Ja, er bleibt stehen. Er bleibt stehen. Bei der Automatik bleibt er sowieso stehen, und beim Schaltgetriebe wäre er dann halt jetzt nach 3 Sekunden losgerollt. Okay, verstanden. So, und dieses System, was du eben beschrieben hast, das ist ein elektronisches System, was ähnlich wie beim ESP eingreift. Das heißt, wenn ich auf Schnee stehe oder Wintermodus, dann hilft mir dieses elektronische System, was optional zustellbar ist, das Auto noch besser zu beherrschen. Genau, es ist einfach eine Unterstützung, was gleichzeitig halt Komfort darstellt. Ne? Prima. So, wir drehen gleich mal um. Ja, hier sind ganz viele schöne Knöpfchen, die ich hier habe. Was ist denn das in der Mitte? Der hat ein Reifendrucksystem. Das ist, glaube ich, Standard mittlerweile bei allen Autos. Genau, also das Fahrzeug ist ausgestattet mit einem Reifendrucksystem, und wenn man zum Beispiel die Räder wechselt und Sensoren angelernt werden müssen, kann man das darüber dann automatisch anlernen und braucht kein zusätzliches Gerät. So, da ist eine schöne Taste mit so 4 kleinen Rechtecken, wenn du da mal drauf drückst. Bin gespannt, was die kann. So, das ist was. Das ist für die Konnektivität, wie es drauf steht. Für die Geschichte, die wir vorhin kurz angesprochen haben, Apple CarPlay, Android Auto. Je nachdem, welches System dann verbunden ist, wird dann halt dort angezeigt. So, wenn du mal gerade mal so lieb bist, da mal drauf fährst, auf diesen fürchterlichen Untergrund da. Ist das ein Problem für das Auto?
Nö, das Auto ist ja ein SUV mit erhöhter Bodenfreiheit und stellt gar keine Herausforderung für das Auto dar. Genau, das schauen wir uns jetzt mal an, wie das außen aussieht. Denn das Thema Feldwege, Schotterwege, Bodenfreiheit und so weiter. Ja, Bodenfreiheit. Das schauen wir uns jetzt mal an. Es ist ein zweiradgetriebenes Fahrzeug. Ja, also der Kunde wünscht das einfach, im Spritverbrauch zugute ist dieses Fahrzeug frontangetrieben. So, wenn du mal kurz runter guckst, ist das ordentlich? Ja, sollte nichts passieren im Alltag, also ist deutlich erhöht zu einem normalen PKW. Ja, das heißt, ich kann also Feldwege damit fahren. Ich kann, ich sag mal, wenn ich jetzt unterwegs bin und bin jetzt mal in den Bergen und gehe jetzt mal ein bisschen abseits der Straße, kein Thema. Gar kein Thema, deswegen hat er auch die breitflächige Kunststoffverkleidung. Ja. Also was ist, dagegen spritzt. Ja, falls was dagegen spritzt. Es ist nicht einfach nur ein optischer Grund, sondern es hat auch wirklich eine Funktion. Also hier unten die Beplankung, da könnte ich jetzt auch theoretisch, ich sag mal, der Hund kommt mal oder das Kind mal mit dem Fahrrad dagegen, das ist alles halb so wild. Das heißt, das Auto steckt einiges weg. Das steckt einiges weg und kann man mit einer Kunststoffpflege kann man es dann ganz gut kleinere Kratzer ausbessern. Ja, das geht auch hier hin für den Radkasten, aber das ist so eigentlich auch das Design, was der Kunde fordert von dem SUV, der soll das haben, oder? Ja, der soll das haben und hier ist es halt kombiniert auch noch zusätzlich mit einem sehr sportlichen Design. Ne? Ja, es gibt auch einen Dachgepäckträger, ich kann unglaublich viel dazu bestellen, wenn ich das möchte. Es gibt viel Zubehör. Es gibt viel Zubehör vom Hundegitter, Dachgepäckträger, Fahrradträger, ist alles möglich für alle Freizeitaktivitäten. So sieht er aus. Das ist so das Terrain, wie ich mir so vorstelle. Ja, warum immer auf der Straße zeigen? Jetzt zeigen wir mal ein Baugrundstück, was noch nicht bebaut ist. Ja, das heißt, ich habe ein Auto, was einen hohen Einstieg hat. Das werden wir jetzt mal üben, dass Sie mal den Unterschied auch mal sehen. Also das bedeutet, wenn du mal kurz die Tür aufmachst, das haben wir eben noch nicht gezeigt, und dann einfach mal einsteigen. Ich kann also einfach mich hinsetzen, richtig? Das ist im Prinzip eine Höhe. Eine Höhe. Man rutscht nicht runter. Ja. Ich habe die Möglichkeit, den Sitz noch höher zu machen. Geht der? Ja, der ist jetzt relativ weit unten, der Sitz. Man kann den hier elektrisch noch komplett in der Höhe verstellen. Also wenn ich das haben möchte, könnte ich zum Beispiel bequem einsteigen, mache ihn hoch. Ich habe zum Beispiel auch Memory-Tasten und könnte mir die zweite Funktion einfach speichern. Hohe Position und eins wäre tief. Genau, hohe Position und eine tiefe Position. Oder wenn es halt zwei verschiedene Fahrer sind, kann es jeder perfekt auf sich abspeichern. Ja. Wenn du mal so lieb bist, vorne mal aufmachst, Motor. Den auch ruhig mal anlassen, den Motor. Mal gucken können. Ja, der hat ein LED-Licht mit drin, komplett Full LED. Genau, es ist ein Voll-LED-Scheinwerfer mit Fernlichtassistent, mit Kurvenlichtfunktion und passt sich auch immer der Fahrweise an. Also wenn man innerorts ist, holt er mehr den Straßenrand mit. Auf der Autobahn macht er den Lichtkegel weiter. Das ist voll hier drin und hat zusätzlich LED-Tagfahrlicht, was dann zum Blinker umswitcht, wenn man Blinker setzt. Ja, ist schön hier ein Altsding. Ich zeig's mal gerade. Wir drehen Anfang April, Ende März, Anfang April 2019 und es wird in Kürze grün. Das heißt, der März, April ist wichtig für euch, oder? Warum ist es so wichtig? Warum kaufen die Leute immer früher die Autos? Es ist einfach, wenn das Wetter gut wird, die Leute sind gut drauf und befassen sich dann mit solchen schönen Sachen wie dem Autokauf. Kopfsache. Kopfsache, ganz klar. So, gucken wir mal rein. Ja, sieht aufgeräumt aus, oder? Ja, ist aufgeräumt, vor allen Dingen wichtig, dass man halt an alles drankommt, wo man so im Alltag mal kontrollieren will. Man kommt an Scheibenwischwasser, an den Scheinwerfer muss man nicht. LED-Technik gibt es nichts auszutauschen. Die Batterie ist direkt griffbereit. Man sieht, ist die Kühlflüssigkeit vollständig, Bremsflüssigkeit und es gibt noch einen klassischen Ölmessstab. Ich mache aber nicht mehr so viel an dem Auto, muss man fairerweise sagen. Wenn man vielleicht an einem Opel Manta A noch selber geschraubt hat, ja, hier, das gibt man besser in die Werkstatt ab, aber er hält auch wesentlich besser, oder? Das ist halt, er hält länger, es ist mehr Wert, den es zu erhalten gilt und deswegen ist schon gut, wenn die Profis sich drum kümmern. So, du machst dein Leben lang Autos gefühlt, ja, ist es gut verarbeitet? Das Auto ist wunderbar verarbeitet, allein die abgesetzte Naht im Innenraum, die Spaltmaße passen super, da gibt es gar keine Abzüge. Komm, wir schauen uns mal die Spaltmaße an. Ich will das mal kurz zeigen, denn ein ganz wesentlicher Faktor ist das Thema auch Spaltmaße. Das ist ordentlich. Das heißt, ich habe ein sauberes Spaltmaß. Das ist ganz wichtig. Die Autos gehen immer am Ende der Produktion durch eine Qualitätskontrolle und dann wird alles ordentlich eingestellt. Also gerade hier so ein SUV, der ist natürlich auch schon mal links, rechts. Da bin ich mal am Stein auf der linken Seite und so weiter. Aber hier ist alles proper, oder? Hier ist alles proper, alles sauber verarbeitet. So, ja, wir fahren mal zurück. Es geht ja im Grunde genommen um so einen ersten Eindruck. Das Auto sieht aus, als würde es
50.000 Euro kosten. Kostet wie viel? Also Listenpreis sind, weil wir jetzt hier in der voll ausgestatteten Variante mit dem 180 PS Automatik sind wir bei 44. Ja. Und wir bieten den aktuell an in der Aktion hier als Vorführwagen für 37.990. Ja, brutto inklusive Mehrwertsteuer, die ist natürlich ausweisbar als Firmenauto. Ihr habt viele Leasing-Zulassungen für Firmen, gell? Ja, gerade dieses Fahrzeug ist unheimlich beliebt bei Firmenkunden, Außendienstler, Menschen, die viel fahren, die viel im Auto sitzen. Und deswegen haben wir unheimlich viele Geschäftskunden hier. Ja. Da vorne ist eine Kamera drin, warum? Vorne ist eine Kamera drin, die ist für den Parkvorgang, nimmt das komplette Umfeld von vorne auf, hinten die Kamera, das von hinten, schneidet es als ein Bild zusammen und ergibt somit eine 360-Grad-Rückfahrkamera. Ja, genau, das schauen wir uns jetzt mal an. Wir steigen nochmal ein, dann fahren wir gleich zurück. Wir sind zusammen unterwegs mit Opel Dechend im Jahr 2019 im Grandland X. Hier vorne steht es auch nochmal, der neue SUV von Opel. So, und 360-Grad-Kamera, das ganz große Thema. Es ist schon ziemlich hell, muss ich sagen. Also jetzt war die ganze Zeit Winter und der Frühling kam brachial. Es war ja im Februar, da waren schon mal ein paar Wochen da. Habt ihr es gemerkt, wo es schön war? Ja, da hat es schon angezogen, aber jetzt natürlich, die Sonne kommt raus, die Leute sind gut drauf, ist richtig treiben. Ja, pack mal ein, zeig mal, wie es geht, bitte. Also wir gehen einfach in den Rückwärtsgang und dann sieht man oben das Bild. Links haben wir einmal die Rückfahrkamera klassisch mit Leitlinien, wo wir dann hinfahren. Und rechts wird das Fahrzeug von oben aufgenommen und ja, nimmt das ganze Bild so auf. Ach so, wenn ich mich bewege, addiert er das quasi. Genau, und dann, richtig. Und dann habe ich Rundumsicht. So, und jetzt sehen wir, haben wir das volle Bild. Also im Prinzip, man muss gar nicht aus den Fenstern rausschauen, man sieht komplett Ich sehe jeden alles. Stein, jedes Hindernis, jeden Poller, jedes... Ja, man sieht alles. Und ich kann es, glaube ich, noch verändern, die Sicht, gell? Man kann die Sicht auch noch verändern. Unten gibt es verschiedene Anwahlmöglichkeiten. Liebe Fernzuschauer, es flackert gar nichts. Das liegt daran, weil es so hell ist im Moment. Deswegen ist die Kamera leicht verwirrt und ich kann es auch leider nicht ändern. Aber es ist wirklich ein absolut stehendes, tolles Bild, was wir hier haben. Ab und zu steht es ja auch gerade. Also wenn ihr euch wundert, dass es ab und zu mal flackert, das liegt daran, dass die Sonne mit 100% im Moment gerade scheint. So sieht man es. Und die schaltet sich automatisch ab dann, oder? Die Kamera schaltet sich automatisch ab, wenn die merkt, dass man normal vorwärts fährt. Ja, großes Kino mit dem Max Vollmer. Ja, ihr habt ganz viele Kollegen im Verkauf. Ihr habt wie viele Leute allein in Saarbrücken? Also im Verkauf sind wir allein in Saarbrücken mit 5 Verkäufern. Ja. Und die Niederlassungen, die sind wo überall? Also wir sind noch in Völklingen, in Neunkirchen und in St. Ingbert. Es hat eine ziemlich große Gruppe, ihr habt ganz viele Automarken, aber Kern ist natürlich Opel, muss man schon dazu sagen. Damit seid ihr groß geworden? Ja, das Opel ist halt unsere Marke, die wir am längsten vertreten. Natürlich muss man sich heutzutage breit aufstellen, um alle Kundenwünschen nachzukommen. Und deswegen gibt es mittlerweile noch VW, Audi, Toyota, Hyundai und Suzuki bei uns im Portfolio. Genau, ich glaube, ihr habt Hyundai nicht im Saarland, gell? Hyundai haben wir an unserem Standort in Heidelberg, wo wir dann aber auch noch zeitgleich Opel haben. Super. Ja, ich habe keine Fragen mehr. Wenn Sie einen Grandland X kaufen möchten, der hier ist auch verfügbar, Vorführwagen? Der hier ist verfügbar, ist ein Vorführwagen, ist aus der Haltefrist draußen, ist einer der ersten 180 PS in der Ultimate-Ausführung und ist jederzeit direkt verfügbar. Genau, hat sagenhafte 654 Kilometer, quasi neu. Ja, ist jetzt gerade letzte Woche auf die Straße gekommen. Ja, siehst du mal, guck, da ist er. Also wenn Sie ihn haben möchten, kaufen Sie ihn. Ansonsten am besten durchsagen, weil die Lieferzeiten, es gibt Lieferzeiten auf das Auto. Und das hat viele Kunden, am Anfang waren die noch viel höher. Ja, am Anfang waren wir teilweise beim Dreivierteljahr. Mittlerweile sind wir halt ausstattungsabhängig bei 4 bis 6 Monaten. Alles klar. Wo findet man euch ganz genau, zum Beispiel in Saarbrücken? In Saarbrücken sind wir in Saarbrücken Ost, in der Mainzer Straße 168. Einfach an Möbel Martin weiterfahren, linke Seite. Eben Autodechenkonzern. Danke fürs Einschalten. Tschüss, Max. Ciao.